Ein wichtiger Punkt beim Trompetentraining ist, die Lautstärke zu reduzieren. Wieso das Ganze? Die Lautstärke hilft uns doch, dass wir den einen oder anderen Ton noch erwischen, beziehungsweise die Trompete schmettert so richtig durch. Das Problem ist, wenn man immer nur auf diese Art und Weise sein Instrument spielt, gewöhnt man sich dran. Man gewöhnt sich diese fest angespannte Ansatzmuskulatur bei. Man gewöhnt sich an dieses Drübersein in Sachen Lautstärke. Und dein Trompetenspielen wird sich dann verändern. Es wird alles fester, du wirst unflexibler, die Intonation wird reagieren auf eine Art und Weise, die du, wenn du locker, leichter und reduzierter in Sachen Lautstärke spielst, wesentlich besser sind. Das heißt, wenn du zum Beispiel Naturtonbindungen spielst, das soll man ja flexibel und weich sein. Aber durch den festen Ansatz hat man dann jedes Mal bei jedem Ton, den man da binden möchte, Umbruchgeräusche, oder wenn ich Oktavbindungen habe, bleibt ein Ton in der Mitte noch hörbar dabei. Das ist immer wichtig, dass wir da auf jeden Fall runtergehen in der Sachen Lautstärke. Man denkt jetzt immer, man muss Mezzo Piano oder Piano üben, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber du musst von dem Stand, was du dir angewöhnt hast, Forte oder Fortissimo zu spielen, runter. Mezzo Forte, Mezzo Piano. Aber es muss jetzt nicht ganz flüstern und leise sein, aber einfach filigran. Und du merkst das auch, wenn du dich locker und weich aufwärmst, dann merkst du, die Lippen arbeiten, die Zunge arbeitet, die Luft geht gut raus, die Zunge kann gut anstoßen. Und du merkst, du kannst Phrasen spielen und die sind gar nicht so anstrengend, wie wenn du sie forciert spielst. Und vor allem, es klingt halt wesentlich angenehmer, auch für unser Publikum, für unsere Zuhörer, für die Familie zu Hause, die dich beim Üben letztendlich ja immer begleitet. Die kriegen ja ab, was wir da üben. Von dem her, mach Höhentraining nicht immer nur mit Kraft, sondern gerne auch mal über die Ansatztechnik. Da merkt man richtig, wie die Muskulatur sich anspannt und nach unten geht. Lockert sich wieder in der tiefen Lage. Oder wenn du angestoßene Töne spielst. Ist natürlich alles weich, viel einfacher zu spielen, als wenn man hart ist. Die Zunge übernimmt die Spannung und man merkt, die wird nicht rund, die trifft die Töne nicht. Auch in der tiefen Lage. Nicht immer raufbrezeln mit Lautstärke, sondern leise das Ganze mal spielen. Vorsichtig, filigraner einfach werden. Naturtonbindung haben wir schon angesprochen. Kannst du alles spielen, achte aber immer drauf, dass du weich und locker bist. Und achte auch immer drauf, was macht die Ansatzmuskulatur, wie fließt die Luft, was macht die Zunge, wie ist mein allgemeines Körperempfinden in diesem Moment, wenn ich Trompete spiele. Gibt es Verspannungen, vielleicht hier im Nackenbereich auch, oder macht man komische Sachen, indem man den Kopf immer nach links oder nach rechts legt. Man gewöhnt sich manchmal eigenartige Sachen an. Deswegen achte auf dich, und wenn du es nicht spürst, du hast bestimmt einen Spiegel zu Hause, wo du dich einfach mal beim Trompetespielen etwas beobachten kannst und eventuell solche Dinge feststellst. Also wichtig für dich, achte auf dich, dein Trompetespielen, werde etwas feinfühliger, wenn du zu fest und zu laut spielen solltest, reduziere alles etwas, geh in die Flexibilität, geh in die Weichheit, in den weichen Klang, und du wirst merken, dein Trompetespielen wird sich definitiv nachhaltig verbessern, und dabei wünsche ich dir unglaublich viel Erfolg. Jetzt am Ende gerne noch ein Like und Abo dalassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.